Hi, ich bin Simon und ich möchte dir in diesem Video die Urangst vor Unberechenbarkeit und ihr Angstmerkmal Starrsinn nach den Archetypen der Seele von Wada Hasselmann und Frank Schmollke erklären. Deine Urangst ist sehr wichtig, weil sie für dich sowohl Hemmnis als auch Wachstumsmotor bedeutet. Zum besseren Verständnis des Kontextes empfehle ich dir mein Einführungsvideo in die Urängste und mein Einführungsvideo in die Archetypen der Seele nach Wada Hasselmann und Frank Schmollke anzuschauen. Das Angstmerkmal Starrsinn ist das vierte der 7 Angstmerkmale. Weil es sich in der Spalte der Energie 4 befindet, gehört es zur lehrreichen, ausgleichenden und beobachtenden gelehrten Grundenergie 4. Es liegt als einziges Angstmerkmal auf der Assimilationsebene. Beim Angstmerkmal Starrsinn geht es somit um Umformung und Anpassung. Alle Archetypen der Energie 4 sind sowohl weiblich als auch männlich. Also vereint diese Urangst die Dualität in sich selbst. Ich habe das Video wie folgt gegliedert. Zunächst werde ich Fakten zum Angstmerkmal Starrsinn erläutern. Danach werde ich auf die Pole, das befreite Potenzial und die 3 häufigsten Untertypen eingehen. Zum Abschluss werde ich die 6 Kombinationen der Hauptangst Starrsinn mit den Nebenängsten zusammenfassen. Nun möchte ich ein paar Fakten zum Angstmerkmal Starrsinn ausführen. Interessiert dich dein Angstmerkmal, kannst du ja mal schauen, ob du mit den Ausführungen in Resonanz gehst. Ist deine Seelenrolle Gelehrter, wirst du dich vermutlich in einer abgeschwächten Form durch den Starrsinn angesprochen fühlen. Er ist ja der gelehrten Energie 4 zugeordnet. Die Urangst vor Unberechenbarkeit ist die Urangst, die am häufigsten in der Menschheit vorkommt. Die Urangst vor Unberechenbarkeit ist die Angst vor Veränderungen, Sicherheitsverlust und Verlassenwerden. Menschen mit der Urangst vor Unberechenbarkeit haben ein starkes Bedürfnis nach Sicherheit. Sie haben Angst davor, dass ein plötzliches Ereignis ihr Leben endgültig verändert und beendet. Sie werden nervös, wenn sie zu viele nicht berechenbare Einflussfaktoren in ihrem Leben wahrnehmen. Menschen mit der Urangst vor Unberechenbarkeit entwickeln als Abwehrreaktion darauf einen Starrsinn. Bahnt sich eine lebensverändernde Situation an, erstarren sie, ziehen ihre Energie zusammen und beißen sinnbildlich die Zähne aufeinander. Sie möchten um jeden Preis das unberechenbare Ereignis überstehen. Ihre Reaktion führt zu Verbissenheit, Verhärtung und Verkrampfung. Als Lösung ihres Angstproblems entwickeln sie sich normalerweise zu sehr geschickten und praktischen Menschen, die die Schwierigkeiten im Lebensalltag vorausschauend meistern können. Die bedrohlichsten Situationen für starrsinnige Menschen sind die Umstände, in denen sie sich verlassen fühlen. Die daraus entstehenden Mechanismen können sehr schädliche Auswirkungen auf ihre Beziehungen und ihre Lebensbewältigung haben. Beispielsweise könnten sie familiäre Beziehungen, Freundschaften, Partnerschaften und Kollegialität beenden, weil sie das Gefühl haben, verlassen zu werden. Darüber hinaus verspüren sie das starke Bedürfnis, ihre Mitmenschen zur Rationalität und Berechenbarkeit zu zwingen. Menschen mit dem Angstmerkmal Starrsinn haben oft das Gefühl, überhaupt gar keine Angst zu haben. Das liegt daran, dass Starrsinn der neutral wirkenden Energie 4 zugeordnet und deswegen kaum spürbar ist. Starrsinnige Menschen neigen dazu, im Laufe der Jahre immer altmodischer zu werden und sich den natürlichen Veränderungen zu verschließen. Das Angstmerkmal Starrsinn besitzt den Minuspol verbissen und den Pluspol entschlossen. Menschen, die sich in ihrem Minuspol verbissen befinden, verspannen, versteifen und verhärten sich. Sie empfinden eine geistige Verwirrung und ein Gefühl, als würde der Boden unter ihnen schwanken. Die Verbissenheit zeigt sich nicht auf psychischer und emotionaler Ebene, sondern auf körperlicher Ebene.
beispielsweise durch Muskelverspannungen und Bauchschmerzen. Dieser Zustand ereignet sich, nachdem Sie mit einem plötzlichen Ereignis und einer unerwarteten Veränderung konfrontiert wurden. Sie wissen nicht, was das Leben mit Ihnen jetzt vorhat. Menschen im Minuspol verbissen halten krampfhaft an ihren Gewohnheiten und gewählten Lebensformen fest. Die Verbissenheit kann erst aufgelöst werden, wenn eine Entscheidung getroffen wird. Dann gelangen die Menschen in ihren Pluspol entschlossen. Menschen im Pluspol entschlossen versuchen nach einer unerwarteten Veränderung ihr Leben möglichst schnell wieder in den Griff zu bekommen. Anschließend kommen sie in einen Entspannungszustand und haben das Gefühl, dass sich ihre Unsicherheit reduziert hat. Sie halten diese Entschlossenheit für sehr positiv und eine hohe Tugend. Sie können sich gar nicht vorstellen, dass dahinter eine Angst steckt und durch zu schnelle Entscheidungen falsche Ziele angestrebt werden könnten. Menschen im Pluspol entschlossen könnten ungeduldig und herablassend auf Menschen reagieren, die länger mit ihren Entscheidungen brauchen. Durch Reflexion und Abbau der Angst entsteht aus dem Angstmerkmal Starrsinn ein Wachstumspotenzial, das sogenannte befreite Potenzial. Ich zitiere die Quelle. Ein Mensch mit dem Hauptmerkmal Starrsinn braucht viel Sicherheit, aber er schenkt auch viel Sicherheit. Lassen seine Angst vor Verunsicherung und seine Befürchtung, verlassen zu werden, nach, gewinnt er damit Vertrauen ins Leben und in die Mitmenschen, entwickelt er sich immer deutlicher hin zu einer Persönlichkeit, die sich durch Treue, Beharrlichkeit und Zuverlässigkeit, vor allem aber durch eine Beständigkeit in der emotionalen Zuwendung auszeichnet. Ist seine Angst vor Unberechenbarkeit gemildert, wird der Starrsinnige ein treuer Freund, ein zuverlässiger Geschäftspartner, ein verlässlicher Gefährte in allen Lebenslagen. Seine angstvoll überreagierende Entschlossenheit wandelt sich mit dem Abnehmen seiner inneren Verkrampfung zu einer Entscheidungsfähigkeit, die auf einer gerechten Berücksichtigung der wesentlichen Faktoren und auch der Gefühle aller Beteiligten begründet ist. Seine Angst nimmt in dem Maß ab, wie er sich um ausreichend körperliche Beweglichkeit, Entspannung und Lockerung bemüht. Zitat Ende. Da alle Menschen unterschiedlich sind, äußern sich auch die Angstmerkmale bei jedem Menschen anders. Wenn du beispielsweise eine dominante und bestimmende Persönlichkeit bist, wird sich der Starrsinn bei dir anders auswirken, als wenn du dich eher unterordnest und in den Hintergrund stellst. Die unterschiedlichen Ausprägungsformen des Starrsinns können systematisiert und zu Untertypen zusammengefasst werden. Im Folgenden werde ich dir die häufigsten Untertypen des Angstmerkmals Starrsinns erläutern. Sie heißen der Autonome, der Sturkopf und der Überlebenskünstler. Fangen wir mit dem Autonomen an. Der Autonome verspürt das Bedürfnis, die Nähe zu anderen Menschen zu regulieren. Er glaubt, dass er sehr gut alleine zurechtkommt und nichts und niemanden braucht. Zudem hat er die Auffassung, dass seine Probleme verschwinden, wenn er sich nur auf sich selbst verlässt. Der Autonome benötigt die Gewissheit, sich jederzeit zurückziehen zu können. Und zwar aus familiären Beziehungen, Freundschaften, Partnerschaften, Arbeitsstellen und Wohnorten. Die Ursache davon ist die Angst vor dem Verlassenwerden. Die Mitmenschen haben Probleme mit ihm, weil er das Verhältnis zwischen Nähe und Distanz zu ihnen oft ändert. Er könnte Beziehungen aus der Furcht abbrechen, dass der Gegenüber sie beendet. Darüber hinaus könnte er Probleme damit haben, sich den Bedürfnissen und Vorschriften anderer zu beugen. Der Autonome kann sich in Beziehungen anvertrauen, wenn er sich sicher fühlt und er den Entzug der Sicherheit nicht befürchten muss. Er reagiert eifersüchtig, wenn seine Mitmenschen ihm nicht voll und ganz zur Verfügung stehen. Mögliche Erkennungsmerkmale des Autonomen sind ein kontrolliertes und korrektes Aussehen
und die Art, alles ins Detail zu planen. Er lebt vermutlich allein und kann jederzeit ausziehen. Stark problematische Ausprägungen des Autonomen sind langfristige Hilflosigkeitszustände, Kontrollzwänge, Isolation, Sozialphobien und Verwahrlosung. Der zweite Untertyp des Angstmerkmals Starrsinn ist der Sturkopf. Der Sturkopf befolgt strenge Lebens- und Verhaltensregeln und besitzt eine störrische Willenskraft. Er trotzt den Hindernissen und Widrigkeiten des Lebens. Er trotzt seiner Gesundheit, seiner Partnerschaft und seinem Besitz. Darüber hinaus verbeißt und verrennt er sich in Ziele und Pläne, die nicht umsetzbar sind. So fährt er sich in widrigen Umständen fest und bemerkt deren Ausweglosigkeit nicht. Durch seine Beharrlichkeit kann er aber auch in seinem Beruf sehr weit entfernte Ziele erreichen. In der Partnersuche wird Zurückweisung ihn nur noch mehr anspornen und herausfordern. Der Sturkopf möchte unbedingt andere verändern. Das liegt daran, dass er sich selbst nicht verändern möchte. Deswegen hat er feste Erwartungen an seine Mitmenschen. Im Zuge dessen entwirft er Gesetze und Regeln, denen sich die Mitmenschen beugen müssen und die unabänderlich sind. Mögliche Erkennungsmerkmale des Sturkopfs sind eine stark ausgeprägte Kinn- und Nackenmuskulatur, ein mangelndes Einfühlungsvermögen in die Bedürfnisse seiner Mitmenschen und die strenge Taktung seines Lebens. Eine stark problematische Ausprägung des Sturkopfes ist das Ignorieren von Erschöpfungssyndromen. Das kann zu psychischen und körperlichen Zusammenbrüchen, Infarkten und müdigkeitsbedingten Unfällen führen. Der dritte Untertyp des Angstmerkmals Starrsinn ist der Überlebenskünstler. Der Überlebenskünstler sieht Schwierigkeiten, Probleme und Überraschungen als spannende Herausforderungen, die es zu meistern gilt. Er möchte angstbesetzte Situationen innerhalb kürzester Zeit in einen Sieg umwandeln. Daher trifft er sehr schnelle Entscheidungen. Zudem hält er sich für unverwundbar und glaubt, mit Widrigkeiten und Unvorhergesehenem zurechtkommen zu können. Der Überlebenskünstler ist flexibel und anpassungsfähig. Er redet seine Umstände schön und ist der Meinung, dass in den schlimmsten Situationen auch Gutes enthalten ist. Darüber hinaus ist er intolerant gegenüber Menschen, die trotz Kummer ihre Lebenssituation nicht verändern möchten. Der Überlebenskünstler möchte sich so empfindungslos machen, wie es geht. Sein optimistisches Weltbild kann aber auch zusammenbrechen und zu einer Depression führen, wenn das Schicksal ihn einmal zu heftig trifft. Mögliche Erkennungsmerkmale des Überlebenskünstlers sind ein fröhliches Gemüt, eine ausreichende finanzielle Absicherung, die Tendenz zu großzügigen Geschenken und die Neigung, sich ausnutzen zu lassen. Stark problematische Ausprägungen des Überlebenskünstlers sind ein kompletter Realitätsverlust, eine starke Verdrängung und die Umwandlung von Unbewältigtem in körperliche Symptome. Mich würde an dieser Stelle interessieren, ob du dich dem Starrsinn und einem Untertypen zugehörig fühlst. Schreibe gerne deine Erfahrungen in die Kommentare. Als nächstes werde ich die Hauptangst Starrsinn zu den möglichen Nebenängsten in Beziehung setzen. Sie hat nämlich für jede der gewählten Nebenängste eine unterschiedliche Ausprägung. Deswegen fasse ich im Folgenden die 6 verschiedenen Kombinationen mit der Nebenangst zusammen. Also mit Selbstverleugnung, Selbstsabotage, Märtyrertum, Gier, Hochmut und Ungeduld. Hast du deine Hauptangst bereits identifiziert, kannst du möglicherweise deine Nebenangst durch die Schilderungen der Hauptangst-Nebenangst-Beziehungen reflektieren. Als erstes gehe ich auf die Kombination aus der Hauptangst Starrsinn und der Nebenangst Selbstverleugnung ein. Die Menschen haben sowohl Angst vor Veränderungen als auch Angst vor Versagen.
Der Starrsinn verursacht eine Verbissenheit, Verbohrtheit und Halsstarrigkeit. Die Selbstverleugnung führt zum Glauben, dass ihre Fähigkeiten und Kompetenzen nicht vorhanden sind und von anderen überschätzt werden. Durch die Ängste wollen die Menschen möglichst bescheiden und fleißig sein. Sie möchten außerordentlich viel leisten. Darüber hinaus haben sie Probleme, ihre eigenen Bedürfnisse zu spüren, weil ihre Erstarrung sie nahezu gefühllos macht. Dadurch stellen sie ihre Interessen gegenüber den Mitmenschen zurück. Die Menschen sind häufig erschöpft und gönnen sich kaum Ruhepausen. Die zweite Kombination ist Hauptangst-Starrsinn und Nebenangst-Selbstsabotage. Menschen mit dieser Angstkombination haben Angst vor Veränderungen und Lebensfreude. Der Starrsinn erzeugt in ihnen einen starken Widerstand gegen Veränderungen. Sie haben schlechte Gewohnheiten, die ihnen nicht guttun. Sie geraten immer wieder in die gleichen Situationen, die ihnen schaden. Sie begehen die gleichen Fehler immer und immer wieder. Sie verharren in unglücklichen familiären Situationen, Freundschaften und Arbeitsverhältnissen. Darüber hinaus verbreiten die Menschen unbewusst eine schlechte Stimmung und können das Leben nicht leicht nehmen. Die dritte Kombination ist Hauptangst-Starrsinn und Nebenangst-Märtyrertum. Die Menschen empfinden Angst vor Veränderungen und Angst vor Wertlosigkeit gleichzeitig. Der Starrsinn verursacht in ihnen eine Erstarrung und eine Verbissenheit. Das Märtyrertum ein Bedürfnis, sich aufzuopfern und selbstlos zu sein. Zusammen unterstützen sich die Ängste und erzeugen in den Menschen eine Art demütige Erstarrung und verbissene Opferbereitschaft. Die Menschen sind besonders nachgiebig und lieb, weil sie nicht entwertet, verlassen, bestraft oder missachtet werden möchten. Sie können nicht mit Kritik und unbeabsichtigter Entwertung umgehen. Zudem glauben sie, dass sie mit ihren Versuchen, Liebe von den Mitmenschen zu bekommen, keinen Erfolg haben werden. Hauptangst-Starrsinn und Nebenangst-Gier ist die vierte Kombination. Die Menschen empfinden Angst vor Veränderungen und Angst vor Mangel. Sie schwanken zwischen den Extremen von zu wenig haben und zu viel besitzen hin und her. Darüber hinaus betrachten sie die Welt aus der Perspektive des Mangels. Sie glauben, dass sie nicht das bekommen, was sie benötigen. Die Mitmenschen stellen einfach zu hohe Ansprüche und nehmen sich zu viel. Die Menschen mit dieser Angstkombination sind neidisch auf diejenigen, die mehr als sie haben. Sie könnten Familienmitglieder, Partnerinnen und Partner als Besitz betrachten. Zudem könnte die Angst auch ins Gegenteil umschwenken. Sie könnten sich allem entsagen und nur das Nötigste gönnen. Hauptangst-Starrsinn und Nebenangst-Hochmut ist die fünfte Kombination. Hier mischt sich die Angst vor Veränderungen mit der Angst vor Verletzung. Der Starrsinn verursacht in ihnen das Bedürfnis, möglichst wenig Neues und keine Überraschungen bewältigen zu müssen. Der Hochmut ein Verlangen, sich abzugrenzen und zu schützen. Deswegen neigen die Menschen dazu, möglichst wenig Kontakte zu pflegen. Sie trauen sich lediglich hinter ihren Schutzmauern hervor, wenn sie sich komplett sicher fühlen. Ihre harte Schale ist äußerst zerbrechlich und dahinter sind sie sehr verletzlich. Die letzte Kombination ist die Hauptangst-Starrsinn und Nebenangst-Ungeduld. Die Menschen haben Angst vor Veränderungen und Zeitversäumnis gleichzeitig. Diese beiden Ängste bewirken Gegensätzliches. Auf der einen Seite will der Starrsinn Veränderungen verhindern und auf der anderen Seite möchte die Ungeduld Veränderungen herbeiführen. Die Menschen können die Bedürfnisse der Ängste nicht negieren und müssen sie zufriedenstellen. Sie benötigen in ausreichender Form sowohl Zeiten der Veränderung als auch des Gleichbleibens und Bestehens.
Zudem könnten sie sich wie zerrissene Persönlichkeiten fühlen, die zwischen den beiden Bedürfnissen hin und her gezerrt werden. Stehen die Menschen vor Entscheidungen mit unberechenbaren Konsequenzen, könnten sie in Erstarrungszustände verfallen. 3 Beispiele für bekannte Persönlichkeiten mit der Hauptangst Starrsinn sind Mutter Teresa, Bill Gates und Konrad Adenauer. Und 3 Beispiele für die Nebenangst Starrsinn sind Alice Schwarzer, Paris Hilton und Alexander von Humboldt. Damit sind wir am Ende des Videos angelangt. Lass mich gerne in den Kommentaren wissen, ob du das Angstmerkmal Starrsinn hast oder es zu haben glaubst, welche Erfahrungen du bis jetzt mit dem Starrsinn gesammelt hast, wie du dieses Video fandest und was ich nochmal näher erläutern könnte. Für mehr Informationen zu den Urängsten empfehle ich das Buch Die 7 Archetypen der Angst von Wada Hasselmann und Frank Schmollke. Zur Erkundung deiner Angstmerkmale bietet sich das Archetypenhandbuch an. Auf der Webseite www.septana.de findest du Trance-Medien, die dir deine Archetypen ermitteln und dich darüber hinaus noch beraten können. Die Webseite www.seelenakademie.org enthält weiterführende Informationen, Materialien und Möglichkeiten des Austauschs und der Vernetzung. Wenn dir das Video gefallen hat, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen und darüber, dass du das Video mit anderen teilst. Wenn du mehr Videos zu den Archetypen der Seele und der Seelenlehre nach Wada Hasselmann und Frank Schmollke anschauen möchtest, abonniere gerne den Kanal. Schön, dass du dabei warst. Dein Simon.